Hallo und herzlich willkommen zurück zu L.A. Noire. Wir haben in der letzten Folge der Familie gesagt, dass die Frau und Mutter tot ist, wahrscheinlich. Wir gehen davon aus. Und haben ein paar Hinweise gefunden, die den Mann in einem sehr schlechten Licht dastehen lassen. Ob er es war, weiß man nicht. Und fahren jetzt erstmal zur Bar. Da haben wir nämlich auch ein paar Sachen gefunden, die darauf hindeuten, dass irgendjemand dort öfters mal ist. Jetzt muss ich mal ganz kurz auf die Karte gucken. Wo ist denn die Bar überhaupt? Die Bar ist ein bisschen weiter weg. Nee, da fahre ich lieber die andere Richtung. Schnauze, hier wird nicht gehupt. Nur ich darf hupen. Kann's nicht, aber ist egal. Fahren wir mal zur Bar, gucken, was da abgeht. Da bekommen wir nämlich, glaube ich, neue Hinweise. Da ist die Bar und da fahren wir jetzt hin. Denn darin sind viele Menschen drin. Schöner Song, schöner Song. Barons Bar. Na, Rusty wird da wahrscheinlich gleich mal einen heben. Deine Finn-Bar. Gents, drink. So. Phelps and Galloway, LAPD. I'm Benny Clough. This about Teresa Terrellson? Yes, it is. I heard about it on the radio. They're saying it was that Black Dahlia freak again? God damn it. Yeah, I rang that husband of hers. The babysitter said he was out. If you don't mind, we have a few questions. Okay, na dann. What time did Teresa leave? Around 10:30, I think. Würde ich mir erstmal glauben. On foot, in a car, by bus? How was it? She called for a cab. Did you get the number? Sure I did. I like Teresa. The only time she has a drink is when things aren't going so good at home. I was worried about her. Okay. Da haben wir schon mal die Nummer des Taxis. Very nice, Manhattan Gin Ricky, aha. Okay, 3591. Put out an APB on the cab. 3591. Should be traceable. Könnte man, könnte man. Who was she with? We've had reports about a tall, gaunt-looking hobo. He wasn't here last night? I get plenty of bums in here, but nothing to fit that description. Ja, zweifle ich mal an. The likelihood is that whoever she left here with killed her. Give it up, Benny. All right, two creeps were all over her, promising to take her dancing. You get a good look at these guys? Sure. I got a good look. One of them was a sailor in uniform. His cap said, USS Indiana. And the other man? The other guy is Richard Bates. He's sitting in the back right now. Red polo shirt. Sehr gut. Any idea where she was headed? Nope. I didn't get that. Würde ich mir auch erstmal glauben. The husband said she wanted to go dancing. Yeah, she always wants to dance when she's been drinking. She was trying to talk some guys into taking her to one of the dance halls. Thank you for your help, Mr. Clough. We'll take it from here. Hey, no problem. This is Bates. That's him. LAPD. Don't make me chase you, shitbird. Genau, weil du auch immer so viel rennst. Bates! Just want to talk. Ah, hättest du die nicht anfahren können? Got a ride. Get in and drive. Alles klar, wir nehmen die Karre. Yo, kein Problem. Beschlagnahmen, LAPD, Motherfucker. Warum hauen die eigentlich alle immer ab? Ich hab den nicht verletzt, ich hab ihn nicht verletzt, ich hab ihn nicht verletzt, ich hab ihn nicht verletzt. Nein, 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 ich hab ihn nicht verletzt. Sah nur so aus. So läuft der Hase hier nämlich. Boah, kann der nicht mal, weißt du, können die nicht mal wenigstens auf Straßen flüchten?
Don't go to sleep on me. Get me back in close. Der schießt doch einfach. Einfach schießen, Junge. Einfach schießen. Weil die Karre ist jetzt nicht unbedingt die schnellste. Clean this asshole off the road. Bam, alles kaputt machen hier. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. Der fährt einfach weiter. Verdammt, ich dachte, das war's. Ich dachte eigentlich, das war's gerade. Aber anscheinend nicht. Ja gut, dann müssen wir halt weiterfahren. Ne? Müssen wir weiterfahren. Gar kein Problemchen. Aber du schießt auch, jawohl. Schießt wie eine alte Oma, ey, ohne Spaß. So, jetzt bist du erstmal hier in Gewahrsam, mein Freund. Show me your hands. Unglaublich. Okay, Bates. You're gonna answer some questions. I have a choice in this. Nein. Hast du nicht. Last night, you went drinking with a lady in the bar. Now she's dead. And your face is all messed up. I'm in the clear on that. She preferred a sailor. You could lay it off on him. Are we finished? Natürlich nicht, weil ich zweifle die Aussage an. Do you want my partner to sap you? Tell us what we want to know. She was okay. Drunk. Pissed off at her old man, wanting to go dancing. I thought I'd ply her with a few drinks and get my end away. Looks like your salty had the same idea. So what happened when you left the bar? Sailor boy laid one on me. A cheap shot. After that, I don't know. You've done time, haven't you, Richard? Is that why you ran? I'm on parole. On what offense? Sexual assault. Look, I was lying there on the sidewalk. He flags a cab and jumps in with the broad. We're taking you in, Bates. How come? Just for a chat. Nice private chat. I'll explain my theory of once a degenerate, always a degenerate. Take him to Central. He's a material witness in a murder case. Find him a cozy cell. Richard here knows the drill. Ich glaube, da wird es auch um Quantenphysik gehen, ja. Ich denke schon. Boah, ich habe 5 verschiedene Wagen gefahren. Alter Schwede, bin ich gut. So, wir müssen telefonieren. Wo kann ich denn telefonieren hier? Darf ich einmal irgendwo muss ich telefonieren. Hallo, hallo, Telefon. Telefon. Da ist eine Telefonzelle. Gehen wir nochmal eben rein und telefonieren. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an APB out on a yellow cab, number 3591. Ask dispatch to relay all sightings to car 11K. No problem. I'll get on the radio. Were there any incident reports filed in the vicinity of Barron's Bar on North Beaudry Avenue? We're tracking a sailor who was involved in a fight outside the bar. I can check the reports, Detective. I have a message for you from Captain Donnelly. Message reads, James Jessup, U.S. Navy able seaman, has information relevant to your case. Jessup is currently being detained at Central Station. Could be our man. Thank you. So, jetzt könnte man dahin. Ich weiß aber noch, dass, ich glaube, das war, also müsste das eigentlich sein. Man kann eine 5-Sterne-Wertung natürlich bekommen. Das theoretisch wäre es mir egal, aber das geht nur, wenn wir jetzt nicht ins Revier fahren und auch nicht mit dem Matrosen sprechen. Wir müssen dafür direkt ins Obdachlosenheim. Aber ich weiß nicht, ob das, weiß nicht, ob man da irgendwas machen kann. Ich fahre aber erstmal auf jeden Fall ins Obdachlosenheim, nicht ins Revier. Scheiß auf den Matrosen, der Ehemann war es sowieso. Car 11K, we have a response on your APB regarding yellow cab number 3591. The vehicle has been identified at a gas station. Now heading west on 7th Street. I think we ought to investigate the hobo lead. Well, if you think we ought to, then I guess we ought. So, das machen wir nämlich auch. Und später Laws on 7th Street. machen wir dann Let's das hit it, andere. Phelps. The cab driver might tie this whole thing together. I hope you're right. Ja, aber erstmal zum Obdachlosenheim, gucken, ob da irgendwas geht und dann werden wir das mit dem Taxi machen. Weil jetzt bin ich schon unterwegs, ne? Jetzt bin ich schon unterwegs. 11K, yellow cab number 3591, sighted at the corner of Moment. Wilshire Oh and nö. Whitford.
Ja, ach, mal fickt euch doch ins Knie. Habt ihr einfach meinen Ort da geändert? Ich will da gar nicht hin, ich will ins Obdachlosenheim. Lutscher, ja, scheiß auf die. Hier will ich hin. Verdammt. Meine Güte, hört auf, immer hier die Zielorte zu ändern. Der kritzelt da an meinem Büchlein rum. Was soll denn das? Ist nicht gut. Da ist es nämlich schon. Da ist eine Straße, da fahren wir jetzt lang. Ach, halt die Klappe. So, dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwas machen können. Ich glaube noch nicht, oder? Ich bin mir nicht sicher. Hä? Wo ist denn das Obdachlosenheim? Geh mir doch nicht mit deinem komischen Taxi auf den Sack, Mann. Ich muss hier, weißt du, Ermittlungen durchführen. Ich muss hier mal kurz runter. Bam. Was? So fährt man halt heutzutage Auto? Hast gar keine Ahnung, ey. So, hier bin ich. Da. Aus der Bahn. We're looking for a tall man with a disfigured face. You know him? Huh? What? I fought in 2 wars, you know, son. I think I earned some peace and quiet. The bum isn't here. Look at these people. We should follow the lead. These guys can wait. Verdammt. Gut. Deswegen bin ich eigentlich hergefahren. Aber wir haben ja die Sichtung schon vorbekommen, aber ich wollte dieses tolle Gespräch. Yellow Cab 3591 was just seen leaving Dewey's Car Sales, driving north on Union Drive. Nein. KGPL. Die Sichtung ist ja schon da, komm schon zurück. 11K. Patrolman reports Yellow Cab Weg da. 3591 at Loma. So, wir brausen da jetzt mal schnell hin. Headed northeast. Wir brausen da jetzt mal schnell hin. Ah, er fährt weiter, echt? Ich dachte, er wartet auf uns. So, na dann, ich hoffe, wir kriegen den auch. Das wäre auf jeden Fall sehr gut. Ja, irgendwie kriegen wir den schon. Das dürfte jetzt nicht das große Problem sein. Er kann ja nicht so weit wegfahren. Er ist ja an diese Welt gebunden. Wenn er denn leben möchte. 11K, car 11K. Further on your ATV. Yellow Cab 3591. Reported at the Turkey Bowl Diner. Last seen turning north on Loma Drive, heading northeast. So. Ne, ich habe hier gerade hammermäßige Verfolgungsjagd am Stissel. Ich kann gerade hier nichts machen. Und natürlich ist der Funk kaputt. Verdammt. So, fahren wir hier lang. Ne, da fahren wir jetzt nicht lang. Aber hier fahren wir lang. Boah, wo ist der denn, ey? Meine Fresse. Am anderen Ende der Welt. In China. Da haben wir. Wie halte ich ihn denn jetzt an? Sehr gut. LAPD, we're investigating a murder. What's that got to do with me? The fare you picked up from Baron's bar last night. What was the woman wearing? It's a green dress. Oh, don't tell me something's happened to her. Tell me about her. She was with this sailor, and he was all over her. She wasn't having any of it. Said she just wanted to dance. But he had that look in his eye. Where did you drop them off? It's at the Crystal Ballroom. What time? After midnight. 12:30? Something like that. Thanks. You've been a big help. Well, that's gonna ruin my day. Okay. Calling all cars. Citizen reports officer needs help. Shots fired. So, jetzt können wir ins Revier zurückfahren. Also eigentlich... Ja, nein! Oh. Ich fahre da nicht hin. Eigentlich sollte nämlich auch der Standort des Taxis erst dann dir durchgegeben werden, wenn du beim Obdachlosenasyl bist. Oder so war es eigentlich früher. Deswegen sollte man erst dahin fahren, damit du dann den Aufenthaltsort des
des Taxis bekommst. Und dann redest du erst mit dem Matrosen. Wenn du das nämlich andersrum hast, dann gehst du nicht mehr zum Taxi, beziehungsweise dann brauchst du das Taxi im Grunde ja theoretisch auch gar nicht mehr. Aber, was eigentlich ein bisschen dumm ist, finde ich persönlich, dann kannst du gar keine 5-Sterne-Bewertung bekommen, weil du nicht alles untersucht hast. Finde ich ein bisschen dumm, weil ich meine, wir haben uns ja weniger Arbeit gemacht, als wir benötigen. Oder du machst dir dann weniger Arbeit, was ja eigentlich besser ist. Aber naja, so ist das hier. So ist das hier in dem Spiel. Oh, ich bin vorbeigefahren schon. Ja, fahren wir mal hier. So, dann reden wir gleich mal mit dem alten Matrosen, ne? Und dann schauen wir mal, was der uns zu sagen hat. Wird bestimmt total interessant. So, perfekt eingepackt. Richtig, richtig gut. So, gehen wir mal da rein. He's in interview too. Sehr gut. Thanks. What do you make of him? Sailor on furlough who looks like he's in trouble and knows it. Alles klar, Mann, alles klar. So, wo ist denn? Hier ist Interview Room 2. Dann wollen wir da mal reingehen. Detectives Phelps and Galloway. We know why you're here, Jessup, so it would be best if you answered our questions truthfully. I don't want any trouble, that's why I'm here. I heard on the radio about this lady getting killed. I got leave from my CO to come down straight away. So why did you kill her? I didn't kill anyone. Look, you need to believe me. Let's start at the beginning. Verdammt, hab gerade was getrunken. Glauben muss ich dem schon mal gar nichts, ja. You went to Baron's bar. What time did you arrive? I got a 24-hour pass. I got there around 7. That's where you met Teresa Terrelson? Sure. We had a couple of drinks. Na, das zweifle ich doch direkt mal an. So you tried to make a woman who was incredibly drunk? Look, I'm not proud of myself, but I never hurt her. You took her dancing? That's right. Caught a cab to the Crystal Ballroom. You had a fist fight with Richard Bates over Mrs. Terrelson. You met the guy? He's a creep. You should take a look at him for this. Mhm. Ja, ist He's klar. pointing the finger directly at you, Jessup. I only had one night before I was back in the tub. He had all the time in the world to look for some action. I belted him. I'd do it again. She was better off with me. Sure. You're a shining example of chivalry, Jessup. Ja, mit seiner schimmernden Rüstung. Where did you go after the Crystal Ballroom? I think the wind had gone out of her sails by then. She caught a cab and I caught a bus back to the base. Zweifle ich an. We spoke to the cab driver. Tell us what really happened at the Crystal Ballroom. I'd had enough. She was all upset about her husband balling, about her kids. She looked old. Left around closing, maybe 1:30. We got on a bus and she fell asleep on my shoulder. Which bus? An All-American, 249. I went past her place. She jumped off and I stayed on it downtown. After that, I caught another bus to San Pedro. The Indiana's down there. She's being scrapped. And that was the last you saw of Teresa. Yeah, that's right. We didn't say much. I think she was kind of embarrassed. The cab driver said that you were getting pretty familiar with Teresa. It's not how I'd put it. Zweifle ich an. So the last thing you wanted was her playing hard to get. Did that make you mad, sailor? Yeah, it did. She knew what a guy's looking for. All broads do. Dancing comes second. And what happened at the Crystal Ballroom? Nothing. Not even a little hand relief. She had another couple of drinks. There was no fun left in her. Just poured her guts out to some bartender. We're holding you till we can clear this with the driver. Yeah, my CO said as much. Can you put the guy in 2 in a cell and inform the commander? Sure, detective. Alles klar. Got a message for you. Sighting of your disfigured hobo on Grand between Temple and Sunset. And it looks like the beau has a record, too. He's wanted in connection with 2 female assaults. Thanks. What now? Drive all the way to San Pedro and check his locker?
Let's see if the bus story checks out. There's a depot at 1660 Beverly Boulevard. Also, wo sind hier? Ach, hier ist der Ausgang. So, wir werden jetzt zur Busstation fahren. Mal gucken. Aber ich glaube, das war mega nervig, ne? Ja, ich glaube, das war sehr, 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 sehr nervig. KGPL to car 11K. 11K, come in. 11K, go ahead. Patrolman reporting that Bobby Ross's car game is breaking up at midnight. 11K, roger that. Only have time to get downtown, Cole. It's possible. Have them bring him in. KGPL, we have Lars Carrollson picked up. 11K, roger. Da halten die sich jetzt noch? Oder nicht? Oder doch? Oder was? Oder wie? Oder wo? Gut. Wir fahren jetzt zur Busstation. Das wird ein bisschen langweilig. Ich glaube, das werde ich einfach so ein bisschen beschleunigt mal ablaufen lassen. Dann wäre das wirklich... wir müssen halt so einer komischen Linie folgen, weil wir, glaube ich... Ja, ist gut. Das müsste es eigentlich sein. Wir müssten da eigentlich... eigentlich. Ich sage relativ häufig eigentlich gerade. Naja. Also... Wir fahren zur Busstation und da müssen wir in Erfahrung bringen, welche Route der Bus fährt. Dazu müssen wir diese Route nachfahren. Das ist sehr langweilig und aus dem Grund werde ich das beschleunigt abspielen. So, sehr gut. So kann man das natürlich auch sagen. Aber mit eigentlich hört sich das viel lustiger an. Eigentlich. Naja. So, da sind wir auch schon bei dem Bus, keine Ahnung, Busunternehmens, hier BVG. Die in jeder Stadt ja anders heißt. Aber bei uns halt BVG. Bus. Ich weiß ja gar nicht, wo ich jetzt hin muss. Mit dem muss ich da reden. Ja. Ah. Geht automatisch. Läuft. And thank you, ma'am. You have a safe trip now. Where are you boys headed today? LAPD. We're after the driver of All-American 249. Would have been around midnight onwards last night. Just a minute. Frank Zeffirelli. He's your man. Where can we find him? Frank is out on the 7-4. Can you tell us the route? Hang on. I should have it mapped out here somewhere. Fällt er immer nur geradeaus. All-American Buslinien, Fahrplan 74, angenehme Fahrt. Okay, fällt doch nicht nur geradeaus. I'll need to run the loop. Ach, ja. We're not gonna drive the whole thing, are we? Doch. Won't take long. We have a siren. Oh ja. Ja. Ich werde das mal ein bisschen beschleunigen, gucken, irgendwie eine schmissige, fetzige Musik drunter legen. Und bis gleich. Juhu, wir haben ihn gefunden. Endlich. Nach 30 Jahren. That's the bus we're looking for. Ease in behind her and get her to the side of the road. Ist der ausgestiegen? Ja, ne? Ich glaub schon. Na gut. Gehen wir mal zum Busman. Sie auch sofort wissen, die anderen steigen nicht aus, ne? Some kind of problem, buddy? Ja, aber hallo, ey. LAPD, we're investigating a murder. You had a sailor and a woman in a green dress on your bus late last night? That's correct. And the woman got off first, around 2 a.m.? Yeah, that's right.
and the sailor stayed on all the way to downtown. Can you tell us where you let the woman off? On California Street. To tell you the truth, she looked a little lost, like she got off on the wrong stop or something. I didn't like dropping her off near that hobo camp. You've been a big help, Mr. Zeffirelli. So, da cruist er weiter. Opfer zuletzt gesehen, jetzt weiß ich jetzt. Ja. So Sailor Boy escaped by the seat of his bell-bottom trousers. He left the broad alive. Left her by the hobo camp. Which means he's as good as killed her. We can't eliminate any of them, but the disfigured man should be our starting point. I'm gonna call for some backup. These bows hate cops. Auf zum Homo-Camp, das habe ich zumindest gerade verstanden. Ich weiß, er hat Hobo gesagt. Aber manchmal hört sich das an wie ein M, das B, wenn Cole Phelps da spricht. Ich glaube, das macht er mit Absicht. Das macht er, glaube ich, mit Absicht. So, jetzt fahren wir da eben hin. Und ja. Dann sind wir halt da. Würde ich mal die Fahrt würde ich mal überspringen. Beziehungsweise werde ich rausschneiden oder so. Da habe ich schon gemacht. Ich weiß es noch nicht. Und dann mal gucken, was da abgeht, ne? Ja, schauen wir, was da abgeht. Breathe, Phelps. Breathe, damn it. Cole, come on! So, oh. If we survive this, it's gonna be a miracle. Maybe I drive better if you shut the hell up. So, dann fahren wir halt hier lang, ist auch kein Problem. Wir sind nämlich da. Und jetzt wollen wir mal gucken, was hier abgeht. LAPD, we'd like a word with you. Save it for someone who's interested. They're fascists. Come to move us on and steal what little we have left. 6 rounds won't get us far. I need you to stay copacetic, Phelps. You need to hold out for the cavalry attack. How do we do that? Like this. Buckshot keeps you down, Phelps. You want Killing make you feel powerful. Okay. We need to fight for it. Ah, jetzt geht's wieder. Alles klar. Aua. Du hast mir meinen Hut runtergeschlagen. Dafür wirst du büßen. Aber richtig büßen, ey. Ohne Spaß, da kenne ich aber überhaupt kein Pardon. Bam in die Fresse. What's your name? Comrade Stalin. Very funny. We'll find out from your personal effects. Stuart Ackerman. You're under suspicion for murder, Ackerman. We're taking you downtown. You can't do anything more to me than what the Japanese have already done. Tja, da würde Cole sich ja eigentlich auskennen. War ja auch da involviert in die ganze Geschichte. Over here, Phelps. Toss it, see what you find. Ah, Zeitung, Zeitung. Fehlendes Morphin. Polizei, Gauner führen Drogenkrieg. Schauen wir uns das mal an. Still working, Jack. I'm off to the Lighthouse Club in Santa Monica. Hello, Jack. Mr. Benson, this is Courtney Sheldon. He's a buddy of mine from the war. Well, I'm sure you two will want to polish some old war stories. Good evening, Jack. Mr. Sheldon. Good night, sir. Take a seat, Courtney. We need your help, Jack. I told you I would have nothing to do with that. I'm fine too, Jack. Medical school's going well. I got a part-time job. Do dope peddlers need part-time jobs?
We made a mistake and we're in trouble, Jack. A local gangster, Mickey Cohen, is putting on the squeeze. So hand it over, walk away. What's stopping you? We had a deal with them, that they would dole it out slowly. They said they would supply abortion clinics and doctors, but they've been moving it on to addicts, and they can't cope with the purity. So your problem is with gangsters being dishonest. My problem is that people are dying, and that if this gets back to us, we'll all end up in jail. So how am I supposed to help, Courtney? This isn't the war. I can't just wave a magic wand and clean up your mess. We want you to negotiate, Jack. The only thing these guys understand is force, Sheldon. They got to the top back east by proving to be more vicious than the English, the Irish, and the Dutch. They make their own laws. That's the nature of a secret society. For God's sake, Courtney, you want to be a doctor. How can you fight with that? We are better trained, Jack. I didn't make it through the war to come back to this kind of shit, Sheldon. Ist das nicht der Typ, mit dem wir ganz am Anfang auf Streife waren? Kelso? Ich bin mir nicht so sicher. Da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Kann sein, kann nicht sein. Oh, ein blutiges Seil. Passt das? Ja, ne? Looks familiar. Safe bet it'll match the mark under Teresa Terrelson's chin. Das kann durchaus sein, mein Freund. Das kann durchaus sein. So, dann würde ich sagen... Was haben wir hier noch? Kippenstummeln, ein Geldbeutel, der wahrscheinlich... Ah, doch. Oh. TT. Tina Turner. Hat also auch was geklaut. Und das wird wohl ein Foto aus dem Krieg sein. Das ist ein Foto aus dem Krieg. Ich würde sagen, ich habe hier alles gefunden, weil groß ist die Hütte ja noch nicht, ne? What do you think? The Kremlin's over here, Phelps. Toss it, see what you find. Ja, habe ich doch schon. Zeitung haben wir. Da ist noch was. Aber das Geldbeutelchen haben wir doch. Ach, ich kann da noch reingucken, ja gut. Machen wir das auch. Ackerman doesn't look like much of a dancer. Klar. Voll. Gut. Jetzt sind wir hier, glaube ich, fertig. Alles klar. So. Was jetzt? Ideas? Ah, anscheinend bist du auch ratlos. Alles klar. Dann würde ich sagen, fahren wir... Ich weiß nicht, haben die den jetzt zurückgebracht aufs Revier? Ich denke schon, ne? Ja. Dann fahren wir nämlich zurück zum Revier. Da sehen wir uns wieder und dann befragen wir mal den Ackerman. Ich muss mal anfangen, mehr zu schneiden, wenn es zu lang wird. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Also würde ich sagen, ins Revier. Bis gleich. The husband has an alibi, but no real motive other than neglect. Jessup's alibi checks out. Bates is a recidivist. He'll be pulling the same stick until we put him away for good. Ackerman has history, opportunity, hard evidence. What motive? Up ahead, you make a right. Have the evidence. You know she was here. All we need is confession. We can charge the Avenue, 313 Bunker Hill Avenue. Unit to handle code 3 identified. War ein relativ kurzer Weg. We're going this way. Okay. Ach, der ist in der 1 oder was? Na dann. Wollen wir mal. Ackerman, you were in the Marines. How do you know? The Corps selected big guys for flamethrower duty. That's how you got the burns. Life expectancy was 5 minutes for a guy in flamethrower detail. What kind of a government puts weight like that on a man's shoulders? You'll get no argument from me.
It was a heavy load. You feeling sorry for this smelly fuck? Why did you kill Mrs. Terrelson? I have no recollection of the people I have killed. Das ist doch gelogen. Are you denying that you strangled Mrs. Terrelson with a length of rope? I'm not denying anything. You have to have proof, lackey. Ja gut, kein Problem, pass mal auf. Ich habe da nämlich etwas gefunden. Und zwar ein blutiges Seil. We found a matching piece of rope in your lean-to. I think we'll find the blood will match too. I own no property. How could it belong to me? A bus driver dropped Mrs. Terrelson near your camp around 2 a.m. Why did you take her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. Krasser Typ. You are clearly insane, Ackerman. The state of California does not execute mental patients. I don't know the names of the women I've killed, but I've killed many of them. Their necks are so fragile. Where were you around 2 a.m. last night? At the camp. Lüge. Ja, aber war gut. Aber er hatte den Geldbeutel. You were up on the hill. You were seen during the day. We have a witness. We have evidence. Come clean with me, Ackerman, and I'll see what I can do for you. I despise your pity. You have nothing that links me to this woman. Oh. Glaubt, das mal nicht gut. Das könnte ihm auch untergeschoben worden sein, aber wir haben den Geldbeutel. We have you cold, Ackerman. Her purse and the ballroom ticket were in your lean-to. Tell us why you did it. I kill because people need killing. It's what I was trained to do. Stuart Ackerman, I am charging you with the murder of Teresa Terrelson. Aber knallhart. Tja, der aus dem letzten Fall war auch noch da, ne? A man down on his luck I can abide. But a filthy red who chooses to live outside the rules of society I cannot stomach. Maybe poor Teresa Terrelson will provide the catalyst we need. I've spoken to the chief and the mayor, and I think it's time we send some men in to remove the godless and send them on their way over the county line. A grand day that will be, gentlemen. And a grand result you have brought me. You two are fast becoming my finest crusaders. Ja, ich wollte schon immer Kreuzritter sein. Juhu. Und damit haben wir auch diesen Fall abgeschlossen. 17 von 17 gefunden, hinweise 17 von 17 Fragen richtig. Ja gut, Fahrzeugschaden 1785 und ein bisschen Sachschaden. Alles über $2000, nicht sehr gut, ne? Die Terroristen könnten Gerechtigkeit erfahren, wenn Stuart Ackerman für verhandlungsfähig erklärt wird. Das ist ja nicht mein Problem jetzt. Leider nur eine 4-Sterne-Wertung, weil ich zu viel Fahrzeugschaden wahrscheinlich verursacht habe. Machst du halt leider nichts, ne? Aber damit sind wir am Ende. Alter, die geht ja auch schon wieder so lange. Ich habe aber, glaube ich, hoffe ich, ein bisschen was rausgeschnitten. Mal gucken. Ich bin ja immer noch am Überlegen, ob ich das vielleicht anders mache. Einfach einen Fall aufnehmen und den dann cutten. Mal gucken, ich bin mir da nicht so sicher. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüss.